Weißenhaus kenne ich schon seit meiner Kindheit. Es ist ein Gelände, was ich eigentlich mit Erinnerungen verbinde, die ich am Strand hier verbracht habe. Als sich dann mir vor 9 Jahren die Gelegenheit präsentierte, dieses gesamte Dorf mit 75 Hektar und 3 Kilometer Ostseeküste zu erwerben, habe ich es als so einmalige Gelegenheit gesehen, gerade weil die Magie dieses Geländes so wunderschön ist und eine tolle Naturlandschaft ist, dass ich mir gesagt habe, da muss ich mir das genauer angucken und habe mich ja auch dann dafür entschieden, das zu machen. Weißenhaus ist etwas ganz Einmaliges. Also es gibt viele Schlosshotels in Deutschland, aber so etwas Einmaliges wie Weißenhaus findet man so nicht. Also gerade die Gegebenheiten, die wir hier vorgefunden haben, einmal ein über 400 Jahre altes Schlossgut, das im Kern grundsaniert wird, auf 75 Hektar, wo es nur uns gibt quasi und keine andere Gastronomie oder keine Störfaktoren durch irgendwelche anderen Veranstaltungen, die nebenbei laufen durch andere Hotels, sondern wir sind hier wirklich für uns. Also das, was wir hier natürlich auch dem Gast anbieten wollen, ist natürlich einmal die Abgeschiedenheit, die Ruhe, die Weite, die er hier genießen kann, direkt an der Ostsee gelegen, natürlich perfekt. Wir wollen ein 5-Sterne-Bereich sein, also das heißt, die Produkte, die wir haben, eine Hardware, die wirklich 5-Sterne-Plus-Bereich erfüllt, aber nicht mit den sonst üblichen Zwängen dieser 5-Sterne-Kategorie behaftet ist. Also bei uns kann man eben ganz leger sein. Man kann sich einfach als Gast fallen lassen und sich wirklich einfach wohlfühlen, ohne dass man jetzt mit Schlips und Krawatte abends zum Restaurant gehen muss und so weiter, sondern man kann wirklich hier relaxed Urlaub machen. Wir haben jetzt endlich nach 9 Jahren die Situation, dass das Dorf, das Hoteldorf, das, wie wir es nennen, Grand Village, Resort und Spa am Meer, Weißenhaus, fertig ist. Alle Gebäude, die es hier gibt auf dem Gelände, sind kernsaniert, sind so weit fertig, dass wir keine Baustelle mehr haben. Ja, dass also man durch keinen Kran mehr sieht oder kein Baufahrzeug und solche Sachen. Dann haben wir, das gesamte Dorf hat ungefähr 40 Gebäude. Davon sind 30 dem Hotelbetrieb gewidmet, 10 sind noch so für Mitarbeiterwohnungen und andere Geschichten nutzbar oder auch genutzt. Von den 30 Gebäuden haben wir 15 Gebäude, in denen Hotelzimmer sind. Wir haben ja von dem Schloss, wo 17 Hotelzimmer und Suiten drin sind, bis zu dem Badehäuschen, was ganz alleine im Wald steht und nur ein einziges Zimmer hat. Wunderschöne Honeymoon-Suite sozusagen, aber auch auf dem höchsten Niveau. In verschiedensten Gebäuden mehrere Zimmer. Und gleichzeitig haben wir auch alle gastronomischen Einrichtungen jetzt fertig. Also wir haben unser Bootshaus hier als à la carte Restaurant am Strand. Wir haben das Côtier Gourmet Restaurant im Schloss. Wir haben das 1896 Bar Bistro unten im Keller, im Schlosskeller. Wir haben das Spa Café in der Schlosstherme mit ganz gesundem Essen. Wir haben unser Kavaliershaus mit der Patisserie und Schokolaterie, mit dem mit der Bäckerei. Und so haben wir alle unsere gastronomischen Outlets fertig. Wir haben unsere Veranstaltungszentren alle fertig. Das heißt, der Gast, der hier wohnt im Zimmer, hat alles, was wir ihm anbieten wollen. Und das Einzige, was wir eben nicht haben, ist, dass wir so die Neubauten bisher gemacht haben. Weil ich habe mir gesagt, Neubauten, die es nicht gibt, vermisst man nicht, weil man weiß ja nicht, dass es sie geben kann. Es gibt also bestimmte Baufenster, die wir hier auch genehmigt bekommen haben, wo wir Neubauten hinsetzen können, zum Teil auch relativ große Gebäude. Und die können wir jetzt bauen. Müssen wir nicht. Aber wir können das machen, um unsere Zimmerkapazität zu erhöhen, weil wir sehen jetzt schon, wir sind also gerade im Sommer und am Wochenende und ich bin mir sicher, jetzt auch im Winter durch den Spa sehr oft ausgebucht, komplett voll, und da kann man natürlich seine Kapazitäten noch erhöhen, und jedes zusätzliche Zimmer, jede zusätzliche Übernachtung ist einfach im Grunde genommen fast durchschlägiger Gewinn. Also die Resonanz ist natürlich überwältigend, das muss man einfach sagen. Es gibt das Bootshaus hier, das ist ja eines der ersten Spots gewesen auf dem Gelände. Das Bootshaus gibt es seit 2 Jahren und es war von Anfang an, von der Konzeption her, war das ein voller Erfolg. Also er spricht sich rum, wir haben die Leute bis Hamburg kommen die angefahren, wirklich um hier zu essen, einen schönen Tag zu verbringen. Also es gibt nichts Schöneres, wenn man abends hier steht, gerade an so einem schönen Tag, und das Bootshaus ist brechend voll, es funktioniert, die Abläufe stimmen, die Gäste sind alle happy, alle haben Spaß, die Lounge ist voll, alle sind gut drauf und die Gäste gehen raus und bedanken sich für den schönen Tag. Ja? Also es gibt nichts Besseres, und das sind halt die Momente, die mich besonders berühren und glücklich machen, weil wirklich viel Herzblut hier drin steckt in der Anlage. Also ich habe in den 3 Jahren wirklich
jegliche Kreativität und Energie hier reingesteckt, so wie jeder andere auch, der hier dran beteiligt ist. Und das erfüllt uns als Team natürlich extrem, weil das natürlich eine Herzensangelegenheit und was Persönliches ist. Ne? Und dabei kriegt man halt schnell mal Gänsehaut, wenn man sowas erzählt, so wie jetzt zum Beispiel. Und es ist halt so, das ist wirklich was ganz, ganz Persönliches. Und so fühlt sich jeder von uns wirklich stark mit der Anlage verbunden. Ich glaube, das ganz Besondere ist also tatsächlich so dieses Ensemble. Also erstmal die Nähe zur Ostsee ist grandios. Dann hat man aber trotzdem diese herrschaftliche Anlage, diese Weite. Und tatsächlich, ja, man fühlt, es ist so alles zusammen. Ein toller Wald, eine tolle Anlage. Weißenhaus haben wir gefunden im Lufthansa-Magazin. Und wir wohnen jetzt gleich hier um die Ecke vom Bootshaus und das ist für uns super, weil wir wirklich 2 Minuten zum Strand laufen, 2 Minuten hier im Restaurant sind, 2 Minuten zum Frühstücken. Das ist für uns klasse. Ich selber bin Hoteliersohn und komme aus St. Peter-Ording von der Nordseeküste und weiß also auch, was das heißt, ein Hotel zu führen, zu bauen. Und von daher muss ich sagen, liegt das Besondere in der Leistung hier in der Gesamtsituation, wie das logistisch gemacht worden ist, welche Möglichkeiten die Gäste haben mit Kindern, ohne Kinder. Die können sich hier den ganzen Tag vergnügen, von Sport bis Erholung und müssen gar nicht groß aus diesem sehr großen Areal raus. Aber letztendlich ist hier alles vorhanden, ohne dass es nervig auffällt. Es hat kein Disney-Park-Feeling hier, sondern wirklich Naturfeeling. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute sehr reizen wird. Ich denke, es ist hier eine Perle hier in unserer Gemeinde und die Perle wird weiterhin strahlen. Ich finde es zum Ersten sehr, sehr schön, dass Weißenhaus erhalten bleibt. Und dass eben diese ganzen alten Gebäude auch da bleiben, dass es nicht platt gemacht wurde und mit Neubauten zugepflastert wurde. Dass der Charme dieses Dorfes erhalten bleibt. Und ehrlich gesagt, das Personal kann man gar nicht sagen, das Team ist unglaublich. Alle sind freundlich, herzlich und sind wirklich damit mit so einem Virus befallen, der eigentlich happy macht. Also das, was die trinken, möchte ich auch trinken. Nein, ist wirklich so. Also die ganzen Leute, die um Jan rum sind, das ganze Team und aber auch jeder, den man so trifft und der das Logo drauf hat oder so, ist einfach toll. Das macht ganz viel aus. Wir würden wiederkommen, ja, auf jeden Fall. Wir werden wiederkommen. Ja. Auch das Thema Partnerschaft. Ich möchte gerne einvernehmlich und partnerschaftlich mit allen Beteiligten das hier machen. Und das ist mir gelungen, eben nicht nur mit der Politik oder mit den Behörden im weiteren Kreis, sondern eben auch mit der lokalen Community. Also aufzunehmen, was ist den Leuten wichtig. Ich habe ja angefangen, zum Beispiel eine Durchgangsstraße hier rauszunehmen, damit die Autos nicht quer durchs Resort immer hier vorbeifahren zur Straße, sondern wir haben das Ganze verkehrsfrei gemacht. Sowas geht natürlich nur, wenn man keine großen Widerstände und Proteste und Schwierigkeiten haben will, wenn man alle Leute mitnimmt und mit einbezieht. 2005, das war das Wichtigste, denke ich mal. Jan Büttner ist sofort, wo er diese Anlage kaufen wollte, direkt auf die Gemeinde zugegangen, hat stetig mit der Gemeinde Kontakt gepflegt und letzten Endes hat er die Gemeinde mitgenommen und umgekehrt hat auch die Gemeinde das Schloss mitgenommen, um dieses Projekt voranzubringen. Bis hin dazu, dass ich natürlich hier ein Dorf erworben habe vor 9 Jahren, wo noch ca. 40 Einwohner gewohnt haben. Ja, das sind zum Teil ältere, zum Teil sehr alte Leute gewesen, wo mir auch wichtig war, dass auch da Respekt vor diesen Menschen und vor dem Ganzen, was die machen, habe ich die alle mit einbezogen. Ich habe immer, damals das Schloss noch nicht renoviert war, Kaffeekränzchen abgehalten mit den zum Teil älteren Damen, um denen auch zu erklären, wenn die Bagger hier fahren, was es eigentlich alles bedeutet. Wir haben bestimmte Umsiedlungsaktionen gemacht. Beispiel ein älteres Ehepaar, das in einem Haus gewohnt hat, wo sie nur Ofenheizung hatten und ein Plumpsklo draußen. Das war aber ein Gebäude, was jetzt übrigens unsere Bäckerei, Patisserie wird, ja, das uralte Gebäude, haben wir stattdessen auf einem anderen Teil des Geländes, in einem anderen älteren Haus, habe ich das renoviert. Erdgeschosswohnung, neue Wohnung, neue Küche, ebenerdig. Ältere Leute brauchen jetzt nicht mehr Treppe zu gehen, mit Bad mit fließend Wasser, mit Heizung und so weiter. Die sind super happy, ja, wenn man da jetzt vorbeigeht. Nur ist der Mann leider gerade gestorben, aber wenn man zu Frau Mehnert heute geht, die knuddeln wir und da ist alles gut. Und da ist mir wichtig, dass jetzt niemand aus seinem Heim rausgeschmissen wird, nur weil hier ein Hotel entsteht. Das Bootshaus haben wir 2012 im Juni eröffnet, als Beispiel jetzt. Und es ist also gleich im ersten Jahr wirklich sehr, sehr profitabel gewesen. Wir haben es stand von Anfang an auf eigenen Beinen, also ohne dass wir groß bezuschussen mussten.
womit wir eigentlich gerechnet hatten, gerade weil wir spät in der Jahreshälfte gestartet sind, aber es ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Wir merken, dass wir erhebliche Nachfrage durch Firmen haben, die wir jetzt nicht bedienen können. Also es gibt zum Beispiel Anfragen von Firmen, die das komplette Ressort mieten wollen. Wir haben ja Kapazitäten bis zu 180 Personen zur Tagung und die können wir aber nicht unterbringen. Also wir müssen dringend diese Zimmereinheiten nachrüsten und deshalb gehen wir da mit Volldampf ran. Und das ist natürlich schon mal eine super Sache, wenn wir das noch mitnehmen könnten, dieses Zusatzgeschäft. Wirtschaftlich ist es so, ich habe ja jetzt 9 Jahre lang dieses Ressort gebaut und aufgebaut. Das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Mal ganz grob 10 Millionen, alles was mit Kauf zu tun hat. 10 Millionen für unterirdische Infrastruktur oder was auch immer alles hier drin ist. Dann nochmal weitere 10 Millionen, um die Destination zu bauen, die ganzen Gebäudekern zu sanieren. Weitere 10 Millionen, um den Spa zu bauen für die Winterdestination. Und dann haben wir eben 9 Jahre lang Betrieb, der natürlich Anlaufverluste gehabt hat, plus Fremdfinanzierung bis nochmal bei 10 Millionen. Das heißt, man hat schon mal 50 Millionen Euro investiert, um überhaupt eine Destination zu schaffen, in der man ein Hotel betreiben kann. Dann haben wir jetzt auf Basis der Plattform das Hotel gebaut, also die Hotelzimmer. In der hochwertigen Ausstattung, wie wir sie jetzt auch haben, sind wir auch im Marktstandard ganz oben dabei. Die Wirtschaftlichkeit wird extrem erhöht, wenn wir jetzt die Neubauten dazu nehmen. Mir war wichtig, erstmal das Gelände auszubauen mit den ganzen Gebäuden, die da sind, dass hier keine Ruinen mehr da sind, also alle Altbauten zu sanieren, fertig machen. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, 4 Neubauten zu bauen, die dann insgesamt noch mal weitere 50 Zimmer bringen. Und da ist der Vorteil eben, dass jedes weitere Zimmer, was wir dann für einen Durchschnittspreis von wahrscheinlich 250.000 Euro bauen können, die Rentabilität extrem nach oben bringt. Kann man sich ja vorstellen, wenn ich sage, ich habe erstmal 50 Millionen gebraucht, um das hinzustellen, das Gelände, 18 Millionen für die ersten 60 Hotelzimmer, jetzt brauche ich nochmal 12,5 Millionen Euro für die nächsten 50, dann verdoppelt mir nur diese zusätzliche Zimmeranzahl mein Ergebnis. Ich werde in 3 Monaten 50 Jahre alt. Ein guter Zeitpunkt, um mal zu überlegen, was man eigentlich so gemacht hat im Leben. Nun bin ich in der glücklichen Lage, eigentlich alle Aspekte selber gemacht zu haben. Ich war Manager, ich war Unternehmer, ich war Gründer, ja, und ich war Investor und habe dann über die Zeit eben auch selber natürlich ein eigenes Vermögen angelegt und war dann auch in der Lage, ein relativ großes Vermögen dann irgendwo anlegen zu müssen mit den ganzen Nervigkeiten. Freuden sind was anderes, sage ich mal, im Leben, aber ein Vermögen anzulegen, weil dass ein Vermögen eine vernünftige Rendite hat, ist ganz klar, ist schwierig, weil wir haben inzwischen, wie man in Englisch sagt, inzwischen gibt es keine Risk-Free Returns, es gibt nur Return-Free Risks sozusagen. Ja? Also es gibt Risiken ohne Rendite. Es gibt keine Rendite mehr ohne Risiko. Und hier haben wir eben das, was eigentlich jeder Investor sucht. Von Weißenhaus habe ich ca. 2005, 2006 das erste Mal von dem Eigentümer Jan Büttner gehört und war von seiner Investition am Anfang etwas skeptisch. Meine Skepsis hat sich verändert, nachdem ich Weißenhaus besucht habe. Das Ergebnis war, dass ich dann 2010 beschlossen habe, in das Projekt zu investieren. Uns ist natürlich bewusst, dass Crowdfunding für so ein Immobilienprojekt gewissermaßen Neuland ist. Wir haben genügend Interesse von anderen Investoren, bedingt durch den Erfolg, das Projekt voranzutreiben und werden es auf jeden Fall tun. Auch ich habe mich entschlossen, nochmal 3 Millionen zu investieren. Ich würde mich aber natürlich trotzdem riesig freuen, wenn wir möglichst viele Kompanisten als Co-Investoren dabei hätten. Jeder möchte natürlich gerne Venture Capital Deals machen, wo ich in ein Facebook investiere und dann mein Geld verhundert- oder vertausendfache. Das möchte jeder, nur das kriegt kaum jemand hin. Deshalb ist für jemanden, der einfach nur sagt, ich möchte eine vernünftige Vermögensanlage haben, das Ideale und selbst für die ganz reichen Leute einfach eine permanente Verzinsung, einfach jedes Jahr 3–4% Verzinsung. Und das ist das, diese Maschine habe ich jetzt hiermit geschaffen. Ja. Geld ist hier drin, mein eigenes Geld ist genauso, jedes Jahr kommen 3, 4, 5, 6%, idealerweise bis hin zu 8–9%, wenn es gut läuft, Verzinsung raus. Und das ist eben auch der Aspekt, den ich für mich entdeckt habe und auch mein Business Angel Co-Investor auch für sich entdeckt hat und wo ich einfach sage, das ist die Möglichkeit, wenn wir das zusammenbringen mit dem Crowdfinancing, kann ich das anderen Leuten auch als Möglichkeit geben und wir können gleichzeitig dann damit das Thema Crowdfinancing nochmal auf eine weitere Plattform gucken, wo uns das dann noch hinführt.